Schönen guten Morgen zusammen. Wir machen heute ein Auswahlorakel. Ich habe Lust und wir schauen mal, was uns die Karten hier sagen. Ich stelle euch gleich noch was dazu. So. Okay, hierbei belassen wir es mal. Silber und Rot. Ich würde zu rechts tendieren, habe es heute schnell. Wir gucken erst mal alle. Ja, das sieht hier schon mal gigantisch aus. Hier haben wir großartige neue Chancen, Karrierefortschritte, Sachen, die auch im Jetzt lebensverändernd sind, die schnell daherkommen. Also tatsächlich könnte das sogar irgendetwas Neues sein im beruflichen Bereich. Und wir haben mit der Neuen der Erde die Möglichkeit, sich ein bisschen Luxus zu gönnen, die Stille genießen und auch wieder so ein bisschen berufliches Erfolgsdasein. Gerade auch für die Selbstständigen. Möglicherweise habt ihr hier wirklich eine gute Zeit anrollen, was die Arbeit betrifft. Wo man ja auch nicht vergessen soll, machen wir ja alle falsch oder viele von uns, dass wir uns von dem, was wir erarbeiten, auch was gönnen. Wenn hier der Möglichkeiten oder Chancen auf dem Weg sind, ist es natürlich auch wichtig, dass wir diese Möglichkeiten erkunden, dass wir genau angucken, was wir da verändern wollen, weil es geht um Veränderung, vielleicht auch um Verlassen von Bahnen, die man lange so macht und jetzt eben etwas bisschen neue Inspiration kommt, neue Chance, neue Möglichkeit. Es wird hier zweimal die Stille erwähnt auch, ne? Dass man nicht vergisst, dass man sich um sich selbst kümmert, dass man sich zurückzieht, dass man vielleicht auch meditiert, das macht ja jeder, wie er es mag, über das, was man wirklich möchte von all dem. Das sind vielleicht auch Entscheidungsdinge dabei. Man hat mehrere Möglichkeiten, mehrere Optionen und bevor man sich zerstreut, sollte man hier eben gucken, welche von den Chancen man dann auch wirklich in Angriff nehmen möchte. Kläre deine Energie. Hier geht es um Negativität. Es geht darum, dass Negativität auch manchmal Antworten, ich sag mal, verstrahlt dastehen lässt. Denn wenn du sehr negativ über Dinge denkst oder von Anfang an, ach, das bringt nichts und das bringt nichts, ja, dann bringt es auch nichts. Und so dieses Ding, mal experimentierfreudig zu sein und ein bisschen die Türe zu öffnen, könnte hier wirklich gute Chancen mit sich bringen, die dann auch genutzt werden. Man braucht hier ein bisschen Vertrauen. Hier wird gesagt, vertraue darauf, dass alle Hindernisse
gelöst werden, sich auflösen, dass etwas akzeptiert und vollendet werden kann auch. Ja, also das ist mir hier fast schon so eine Legung. Ich versuche euch mehrere Szenarien zu geben, aber hier bezieht es sich sehr auf die Arbeit von den Anfangskarten. Neue Möglichkeiten im Bereich der Arbeit, eine Möglichkeit, sich selbstständig zu machen. Das Amt öffnet dir eine Tür, aus einem Gefängnis in eine neue Situation zu kommen. Der Turm ist ja oftmals auch das Getrenntsein, Alleinsein, abgeschieden sein von etwas, Mauern um sich herum haben. Und darum könnte es gehen, trennende Situationen zu überwinden und sich dabei auch noch einen Erfolg einzuholen. Der Turm ist auch natürlich die Zeit der Stille und der Einkehr, weil da zieht man sich zurück. Ne? Könnte auch so hier sein, zieh dich zurück, das bringt dir Erkenntnisse und Vertrauen zurück. Die Möglichkeit auch, aus einer Begrenzung rauszugehen. Ne? Wenn du Mauern um dich hast, dann kannst du den Horizont nicht sehen oder die Dinge, die sonst noch auf dich warten. Schöne Legung. Gucken wir uns die andere Seite an. Was habt ihr Feines? Auch für euch kündigt sich eine Zeit des Erfolges an. Was man anfasst, wird hier zu Gold. Hier geht man verantwortlich, praktisch und professionell vor. Es ist aber hier damit verbunden, dass man eine komplexe Entscheidung trifft. Ne? Und da mag vielleicht auch die Notwendigkeit dahinter stehen, dass man genau überlegt, was man sowieso macht, wenn man praktisch und professionell agiert. Und es ist so ein bisschen Recherche hier auch nötig, ne? Und dass man überhaupt auch in Gang kommt. Okay. Ähnlich wie auf der anderen Seite, ne, Vermeiden von Negativität, hier sich umgeben mit Positivität, vielleicht auch eine kollektive Sache, dass man da wieder mehr dran geht. Ich meine, viele sagen ja, die positiv denken, die reden sich die Welt schön, das sehe ich überhaupt nicht so, weil ich kann mich auch den ganzen Tag zermartern und habe dann auch nichts davon, ne? Wenn es nachher doch gut wird. Und es geht darum, das Empfangen zu üben, ne? Möglicherweise auch so ein Glaubenssatz, der in dir noch steckt, wo du sagst, ich pack's mal lieber nicht an, ich war noch nie erfolgreich, ich lasse es lieber, vielleicht passiert ja dies, das oder jenes. Aber natürlich ja auch damit verbunden, sich nicht schuldig für irgendwas zu fühlen, wenn man Hilfe bekommt oder Chancen auf einen zukommen. Das steht jedem zu, dafür braucht man sich nicht entschuldigen. So, und jetzt guckt euch das an. Sei positiv. Karten doppeln sich. Bei dieser Karte wird ja noch gesagt, dass Gedanken die Blaupause für Erfahrungen sind und dass man genau deshalb den Fokus auf das Positive richten soll. Auch hier ähnlich wie auf der anderen Seite, ne, hatten wir so den Rückzug und hier haben wir die Meditation, in der man die Ruhe findet, auch wenn man komplexe Dinge zu regeln hat oder auch die Antworten, die man sucht, und das Ganze dann professionell anzugehen, bedeutet auch mit der gewissen Balance, mit der gewissen Emotion, die jetzt nicht so nach vorne prescht, aber auch nicht ganz stagniert, ja, ganz zu sein, ne? Und dann loszulegen. Hier kommt Bewegung ins Beziehungsleben, in alle vertraglichen Dinge, Verbindlichkeit. Ne? Wenn ihr jetzt hier guckt, könnte das natürlich auch eine Beziehungsthematik sein, wo man wieder etwas gedreht kriegt, wo die Dinge besser laufen,
wo man vielleicht etwas zu entscheiden hat, mit dem man sehr negativ umgegangen ist, oder auch gerade so das Liebe empfangen, das können viele von uns nicht richtig, leider muss ich da immer wieder sagen. Das ist in der Kindheit eben gelegt und vielleicht auch nicht bewusst, und trotzdem haben es viele, ne? Wobei es, glaube ich, auch auf die Generation ankommt. Die jetzt nachfolgen, die machen es, glaube ich, mit viel mehr Liebe als damals, weil da musste man andere Prioritäten setzen. Das ist ja auch immer so ein bisschen der Zeit geschuldet. Okay, ihr Lieben, wie alles, was ich sage, ist das nur meine Meinung. Ihr könnt jederzeit anderer Meinung sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch. Bis bald.